Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal in der SMS Schmidt Motorsporthalle. Wir hatten euch schon mal von unserem Scheunenfund, dem RS2, berichtet. Und wir sind jetzt ein bisschen weiter. Wir haben das Fahrzeug jetzt zerlegt und angefangen, den Unfallschaden zu reparieren. Ja, der Unfallschaden hat sich so herausgestellt, dass der Längsträger vorne rechts hier in dem Bereich stark eingebeult ist und auch im hinteren Bereich hat er einige Verstauchungen einstecken müssen, sodass wir den kompletten Längsträger vorne mit dem vorderen Teil des Radhauses erneuern. Das heißt, wir haben die alten Teile sauber rausgetrennt und das neue Teil jetzt eingepasst. Grundvoraussetzung für diese ganzen Maßnahmen war natürlich, dass wir das Auto auf eine Richtbank stellen und die einzelnen Fahrwerkspunkte und Befestigungspunkte wie für Motorlager und für die vordere Frontschürze, dass wir die über die Leeren mit aufnehmen, sodass wir sicherstellen können, dass die Maße der Karosserie alle wieder dahin kommen, wo sie sein müssen. Das Teil ist jetzt schon mal grob eingebaut. Wir haben jetzt alle anderen Anbauteile mit angepasst, auch den Kotflügel haben wir mit angepasst, der Haubenspalt und so weiter, das passt alles zusammen, sodass wir jetzt rangehen können und das Blechteil komplett einschweißen können. Nach dem Einschweißen wird der Motorraum dann komplett abgestrippt und dann geht das Auto zum Lackieren. Also dann wird der Motorraum lackiert und die Anbauteile. Und dann wird unser nächster Schritt sein, dass wir den Motor instand setzen und die ganze Einheit und die ganzen Einbauteile wieder einbauen. Der Motorblock, hatte ich ja beim letzten Mal erwähnt, ist an einer Aufhängung abgebrochen, also ein Motorblockteil ist ausgebrochen. Das heißt, wir müssen den Motor komplett zerlegen, den Block abstrippen und uns dann um einen neuen Motorblock kümmern. Wir haben schon einige Kontakte, wir wissen schon, wo wir was herbekommen können, aber es geht noch genau darum, welche Bauart Motor da drin ist und so, damit wir auch den alten mit dem neuen Block richtig vergleichen, dass das auch wirklich das richtige Bauteil ist. Also der Motorblock an sich ist natürlich ein gesamtes Gussteil und wenn da Teile abbrechen, sollte man eigentlich, und das machen wir hier auch, den kompletten Motorblock wechseln. Man kann als Reparaturlösung, wenn man die alten Teile noch hat, vielleicht wieder was hinschweißen und den Block maschinell bearbeiten, dass man die Bohrungen, die man braucht, wieder herstellen kann. Aber es ist natürlich nicht die schöne Lösung und gerade bei so einem Auto, das ja doch einen Sammlerwert hat, ist es besser, wenn man einen richtigen neuen Motorblock hat, der unbeschädigt ist. So, hier sind wir bei der Vorderachse des Fahrzeugs, die natürlich ausgebaut ist. Das ist der Hilfsrahmen mit den Querlenkern und hier sieht man die Getriebeaufhängungen und hier sieht man auch, dass die linke Getriebeaufhängung abgebrochen ist. Also das deutet auf diesen massiven Schlag auf den Motor hin. Dann haben wir hier noch die vorderen Federbeine, die wir dann noch komplett zerlegen werden, um sie natürlich optisch aufzubereiten und die Bremsscheiben müssen wir uns noch anschauen, ob wir die erneuern. Auch die Bremszangen werden überholt. Also dass das wieder in einem 1A-Zustand ist. Wir haben hier auch noch weitere Teile vom Fahrzeug, die wir alle ausgebaut haben. Und auch die Teile müssen wir alle reinigen, sichten und entsprechend überholen, um es dann wieder einzubauen, wie die Kühler, also Klimaanlage und Wasserkühler und Klimakompressor, Blechteile, Gelenkwellen und viele, viele kleine Anbauteile, die wir alle einzeln reinigen müssen, was alles sehr viel Arbeit ist. Tja, das ist jetzt so der aktuelle Stand zu unserem Scheunenfund Audi RS2. Wir freuen uns, wenn ihr unseren YouTube-Kanal weiterhin abonniert und bis zum nächsten Mal. Tschüss.